Hallo in Bangkok und ich begrüße dich zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade hier direkt auf der Green Mile und wenn du mein letztes Video, den Lumpini Park, nicht verpasst hast, dann wüsstest du, dass es heute über die Green Mile zum Benjakitti Park geht. Die Green Mile ist so ein 1,3 Kilometer langer erhöhter Fußweg und man sieht, der Boden ist grün angemalt. Ab und an schaut auch mal ein Bäumchen darüber. Und diese Green Mile verbindet den Lumpini Park mit dem Benjakitti und dem Benjakitti Forest Park. Und den Benjakitti Park und den Forest Park, den schauen wir uns jetzt an. So nach nicht mal, ich würde jetzt sagen, 5 bis 10 Minuten Fußweg stehe ich schon am ersten Eingang hier zum Benjakitti Forest Park. Es gibt noch einen zweiten, da kann man einfach die Green Mile noch durchlaufen. Da komme ich nachher einfach wieder zurück. Und ja, da kommt man direkt aus dem Benjakitti Park wieder raus. Das ist dann die Sukhumvit Soi 10 hinten der Eingang. Aber ich laufe jetzt hier in den Benjakitti Forest Park schon mal rein. Und dann laufen wir einfach durch den Forest Park direkt zum Benjakitti Park und wieder zurück. Der Benjakitti Park ist 72 Hektar groß und mitten in der Stadt. Früher stand hier die Zigarettenfabrik, die staatliche, und hier wurden die Zigaretten hergestellt. Irgendwann wurde das Gelände aber zu klein und die sind dann nach Ayutthaya umgezogen. Das Gelände war dann praktisch leerstehend und fiel dann dem Finanzministerium in die Hände, da es eine staatliche Firma war. Und die haben dann per Kabinettsbeschluss hier beschlossen, diesen Park zu errichten. Und der Benjakitti Park ist ein Projekt, was auch die einstige Königin vorangetrieben hat, denn sie wollte unbedingt die Natur hier reinbringen und der Park sollte aber auch noch weitere Dienlichkeiten haben, und zwar als Hochwasserschutz. Man sieht überall diese Stege, wo man drüber laufen kann, und wenn es wirklich schwere Überflutungen gibt, kann hier Wasser gespeichert werden. Ist natürlich super sinnvoll, sowas mitten in der Stadt zu machen. Der Benjakitti Forest Park ist wirklich schön, wenn man so da drüber läuft. Eigentlich kann man hier schon den ganzen Tag verbringen. Ich bin jetzt so einen halben Tag hier und interessant ist auch immer, dass die Kids aus der Schule, wenn irgendwie Schuljahrende ist, hier alle herkommen und Insta-Fotos machen mit ihren Kleidern aus der Schule, irgendwie Uniform oder Absolventenuniform. Sieht immer extrem lustig aus, wenn sie dann dastehen. Ja, also das ist auch sehenswert, und heute waren auch ein paar da, aber eigentlich hat die Schule erst gestern wieder begonnen. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Ich bin jetzt eigentlich schon beim Forest Park durch und komme jetzt in den Benjakitti Park. Übrigens, der Benjakitti Park ist 1994 gegründet worden und eröffnet worden, und 2004 kam dann der Benjakitti Forest Park dazu. Und seitdem ist es, glaube ich, der größte Park in Bangkok mit seinen 72 Hektar. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir uns noch den Benjakitti Park an. Die Skyline von Bangkok findet im See des Benjakitti Parks ihre perfekte Reflexion.
Das Wasser verwandelt sich in einen riesigen Spiegel, der die beeindruckende Architektur der Stadt verdoppelt und einen einzigartigen Ausblick bietet. Hier gibt es auch noch eine kleine Liegewiese direkt an dem einen Ende vom See im Venture City Park. Und heute ist jetzt nicht ganz so viel los, es ist aber auch Dienstag. Und ja, daher denke ich mir mal, sind die meisten wohl eher arbeiten. Am Wochenende ist wesentlich mehr los. Allerdings muss ich sagen, am Abend fühlt sich das auch erst. Denn ist klar, hier ist kein Baum und wenn die Sonne brennt, dann möchte man auch nicht in der Sonne liegen. Ja, für mich geht es jetzt erst noch mal weiter bis zum Ausgang von Säule 10 und vielleicht erwartet uns da noch eine kleine Überraschung. Auf dem Weg zurück jetzt praktisch Richtung Lumpini Park geht es ja wieder über die Green Mile und das Allercoolste ist, von hier aus kann man direkt zu dem Drehort von The Serpent, die Schlange bei Netflix gehen. Der wurde eigentlich in Silom gedreht oder Saturn, allerdings steht dieser Wohnkomplex nicht mehr, der wurde abgerissen vor einigen Jahren schon. Und dann musste man natürlich was anderes finden, was ähnlich aussah. Und das hat man hier gefunden in Sukhumvit. So, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen gehen. Okay, der Weg zum Carnet House der Netflix-Serie ist theoretisch in Ordnung, wenn man der Green Mile folgt. Allerdings gibt es an der Stelle, wo es in die Sukhumvit Säule 4 geht, keinen Abzweig, sondern genau dort geht es die Treppen nach oben. Daher bin ich wieder komplett zurückgelaufen und im Venture City Park drinnen in der Green Mile entlang gelaufen bis zum nächsten Ausgang, der direkt an der Säule 4 liegt. Kleiner Fehler, der mich bestimmt 30 Minuten gekostet hat. Am Carnet House angekommen, wusste ich erstmal nicht, wo ich den Drehort finde. Der Security-Mann am Eingang sah mich und der wusste gleich, wo ich hin wollte. Er zeigte mir den Weg, der geradeaus nach hinten führt, und schon stand ich an dem bekannten Pool.
Das ist jetzt der Drehort vom The Serpent, die Schlange, und das Carnet House. Ich habe es mir eigentlich schon so vorgestellt, denn natürlich für den Film ist das alles hergerichtet worden. Jetzt so wohnen ganz normale Leute hier. Es ist schade, dass der Pool so verdreckt ist und nicht mehr zu benutzen ist, denn es war ja alles ordentlich. Ja, aber es hat schon so seinen gewissen Flair, wenn man jetzt hier ist. Und ich habe mir das alles auch ein bisschen breiter und größer vorgestellt, noch die ganze Fläche. Denn die haben ja alle am Pool gelegen und die Partys waren da. Und ja, aber wie gesagt, wer die Miniserie bei Netflix nicht gesehen hat, den kann ich die wirklich nur empfehlen. Denn mir hat sie super viel Spaß gemacht. Sie ist spannend ohne Ende. Und es basiert auf einer wahren Geschichte aus den 70er Jahren. Manche nennen ihn auch den Bikini-Mörder. Und ja, aber schaut einfach mal kurz selber in den Trailer rein. It's a good life that I provide here. I've been good to you. And you understand why it's hard for me to accept that you just want to leave. Our home is always open to friends. Who is your guest, Ajay? Oh, you're the gem dealer. He is the gem dealer. My husband, Alain. We have a network of couriers throughout Asia and Western Europe. Which is how you're able to offer such attractive prices. To France. To France. To France. What's wrong with us? To France. I'm looking for 2 backpackers. I work for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over 2 months. I have letters they wrote home, in which they both describe meeting a French gem dealer based out of Bangkok. Do they name this French gem dealer? No, but if this killer is not found, people are in danger. What is my risk next to that? What is your risk? So this is what he does. He robs, kills, forges victims' passports. He's the man known as the Serpent, Asia's most notorious killer. You are a killer too. Nobody has ever caught me. I expected to feel great guilt. I did not. I felt free. Damit ihr so ein bisschen das Feeling kriegt. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie der Drehort im Original aussieht. Also es ist ja nicht der Originale, denn der ist ja, oder sagen wir mal, der originale Drehort ist es schon, aber der originale Schauplatz ist es nicht, denn der ist ja bereits abgerissen worden. Ja. Ich sage jetzt erstmal danke, dass ihr so lange ausgehalten habt, durch den Venture Kitty Park mit mir gegangen seid. Am Ende das kleine i-Tüpfelchen hier mit dem Carnet House. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann würde mich das tierisch freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Drückt die Glocke, dann bekommt ihr gleich die nächste Info eingespielt, wenn ein neues Video der Serie One Night in Bangkok draußen ist. Ich sage danke und wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns. Was dich in der nächsten Folge erwartet, ich möchte dich mitnehmen und dir die Buslinie 15 und 47 zeigen, die Silom mit dem MBK und der Khao San Road verbinden. Daher freue dich auf die alten Busse in Bangkok und steig mit mir ein. Wir sehen uns an der Bushaltestelle.